Die Leute nannten ihn gefährlich. Sie wechselten die Straßenseite, wenn sie uns kommen sahen. Aber was sie nicht wussten war, dass Max, unser 40 Kilo schwerer deutscher Schäferhund, dabei war, der sanfteste Beschützer zu werden, den unsere Familie nie wusste, dass wir ihn brauchten. Es fing an, als wir Max mit nur 8 Wochen nach Hause brachten. Diese riesigen Pfoten, diese aufmerksamen Ohren und Augen, die uralte Weisheit zu bergen schienen. Er war nicht wie andere Welpen, er zerstörte keine Möbel oder bellte endlos. Er beobachtete einfach, lernte und wartete. Aber Max bereitete sich auf etwas vor, was keiner von uns sich hätte vorstellen können. Nur 3 Wochen, nachdem wir ihn nach Hause gebracht hatten, entdeckten wir, dass ich schwanger war. Und von diesem Moment an veränderte sich etwas in Max. Es war, als könnte er das Leben in mir spüren, bevor es sonst jemand wusste. Er wurde mein Schatten, folgte mir von Zimmer zu Zimmer, legte sanft seinen Kopf auf meinen wachsenden Bauch während dieser erschöpfenden ersten Schwangerschaftsmonate. Die Leute warnten uns ständig. Deutsche Schäferhunde sind zu aggressiv für Babys, sagten sie. Ihr solltet ihn loswerden, bevor das Baby kommt. Aber sie sahen nicht, was wir sahen. Wie Max vorsichtig um mich herumging, wie er meine Hausschuhe holte, ohne gefragt zu werden. Oder wie er völlig still sitzen blieb, wenn mir übel war. Was uns am meisten beblüfft hat, war seine emotionale Intelligenz. Falls ihr auch an diese unglaubliche Verbindung zwischen Tieren und Menschen glaubt wie wir, dann abonniert gerne, weil wir regelmäßig solche herzerwärmenden Geschichten teilen. Und glaubt mir, Max' Geschichte fängt gerade erst an. Als meine Schwangerschaft voranschritt, wuchs Max in seinen enormen Körper hinein. Im 6. Monat war er 35 Kilo pure Muskelmasse und Loyalität. Nachbarn hielten ihre Kinder enger fest, wenn wir vorbeigingen, und flüsterten über den gefährlichen Hund von nebenan. Aber alles, was ich sah, war Sanftmut in seinen goldenen Augen und Geduld in jedem Schritt, den er machte. Am Tag, als wir Baby Lukas aus dem Krankenhaus nach Hause brachten, wartete Max an der Tür. Wir hatten Angst vor der ersten Begegnung. Was, wenn all diese Leute recht hatten? Was, wenn seine Schutzinstinkte falsch ausschlugen? Aber dann passierte etwas Wunderschönes. Max näherte sich langsam. Schwanz niedrig, Ohren zurück. Die universelle Hundesprache für „Ich meine es nicht böse". Er schnüffelte an der Luft um Lukas Babyschale herum, kam nie zu nah, überschritt nie Grenzen. Als Lukas zu Hause seinen ersten Schrei von sich gab, bellte Max nicht oder wurde aufgeregt. Stattdessen schaute er uns an, als wollte er sagen, der Kleine braucht Hilfe. Von diesem Moment an waren sie unzertrennlich. Und hier möchte ich, dass ihr mal drüber nachdenkt. Wie oft urteilen wir nach dem Aussehen statt nach dem Charakter? Max erlebte diese Vorurteile täglich, aber er ließ nie zu, dass sie veränderten, wer er sein sollte. Als der 6 Monate alte Lukas anfing, sich für die Welt um ihn herum zu interessieren, wurde Max sein inoffizieller Lehrer und Beschützer. Diese massiven Schäferhundinstinkte, vor denen alle Angst hatten, sie verwandelten sich in die sanfteste Führung, die ihr je gesehen habt. Und dann erlebten wir etwas, das uns komplett sprachlos machte. Lukas lernte gerade das Sitzen, wackelte und fiel immer wieder nach hinten um. Max positionierte sich direkt hinter unserem Sohn und wurde zu einem lebenden, atmenden Sicherheitspolster. Jedes Mal, wenn Lukas zu weit nach hinten kippte, landete er sanft an Max' Brust. Der 40 Kilo schwere, gefährliche Hund war zu einem geduldigen, pelzigen Schutzengel geworden. Aber der Moment, der alles veränderte, passierte an einem Dienstagmorgen. Ich war in der Küche, als ich Lukas kichern hörte. Nicht seine üblichen Babygeräusche, sondern pure Freude. Ich eilte ins Wohnzimmer und fand sie zusammen am Fenster sitzend. Lukas' winzige Hand war in Max' dichtem Fell vergraben. Und Max war völlig still, ließ unseren Sohn seine Ohren erkunden, seine Schnauze, versuchte sogar seinen Schwanz zu greifen. Was dann passierte, verschlug mir die Sprache. Max leckte sanft Lukas' Hand, nur einmal, ganz vorsichtig, und Lukas brach in das schönste Lachen aus, das ich je gehört hatte. Da wurde mir klar, das war nicht nur Toleranz, das war Liebe. Tiefe, bedingungslose, beschützende Liebe. Die Veränderung in unserer Nachbarschaft war langsam, aber unverkennbar.
Frau Schmidt, die früher Beschwerden beim Ordnungsamt über Max einreichte, kam eines Tages vorbei. Sie hatte sie durch ihr Küchenfenster im Garten spielen sehen. »So etwas habe ich noch nie gesehen«, gab sie zu. »Dieser Hund behandelt euer Baby wie kostbares Glas.« Und hier wird's richtig interessant und ich will eure Meinung dazu wissen. Glaubt ihr, dass Tiere die Verletzlichkeit eines Babys spüren und ihr Verhalten entsprechend anpassen können? Oder denkt ihr, es liegt nur an guter Erziehung und Sozialisierung? Denn Max mit Lukas zu beobachten, ließ mich alles hinterfragen, was ich über Tierinstinkte zu wissen glaubte. Die Skeptiker würden sagen, es liegt nur an Konditionierung und richtiger Einführung. Aber ich habe Max' Augen gesehen, wenn Lukas weint. Da ist etwas Tieferes, etwas fast Menschliches in seiner Sorge und Reaktion. Wenn Lukas seinen Mittagsschlaf macht, liegt Max neben seinem Bettchen wie ein pelziger Wachposten. Wenn Fremde im Park auf uns zukommen, positioniert sich Max zwischen ihnen und dem Kinderwagen. Nicht aggressiv, aber beschützend. Er wurde nie darauf trainiert, das zu tun. Es ist purer Instinkt, pure Liebe. Heute, mit 8 Monaten, war Lukas erstes Wort nicht Mama oder Papa. Es war etwas, das bemerkenswert nach Max klang. Und diesem 40 Kilo schweren, gefährlichen deutschen Schäferhund dabei zuzusehen, wie sein Schwanz vor purem Stolz wedelte, erinnerte mich daran, dass manchmal die größten Herzen in den am meisten missverstandenen Paketen stecken. Falls diese Geschichte euch deutsche Schäferhunde oder irgendeine missverstandene Rasse in einem neuen Licht sehen ließ und falls sie euer Herz auch nur ein bisschen berührt hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, weil das hilft, dass Geschichten wie diese die Leute erreichen, die sie am meisten hören müssen. Was meint ihr? Aber wartet, das Krasseste kommt noch. Letzte Woche ist etwas passiert, was selbst mich sprachlos gemacht hat. Lukas hatte Fieber und weinte die ganze Nacht. Max hat kein Auge zugemacht. Er saß die komplette Zeit neben seinem Bettchen und hat gewinselt, als würde er selbst leiden. Als das Fieber endlich sank, legte Max seinen Kopf auf die Matratze und schlief sofort ein, als hätte er die ganze Zeit Wache gehalten. Unser Kinderarzt meinte später, er hätte in 20 Jahren noch nie so eine Bindung gesehen. Der Hund spürt mehr als die meisten Menschen, waren seine Worte. Also ehrlich, wer von euch hätte gedacht, dass ein 40-Kilo-Schäferhund der beste Babysitter der Welt werden könnte? Ist es Natur oder Erziehung, wenn es um Hunde und Babys geht?